Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute fordern wir mal ein bisschen unser Glück raus und schauen mal, was wir so bekommen, denn ich habe vor, in dieser Episode auf jedem meiner Server maximal viel zu würfeln, also auf jeden Server 6 Mal zu würfeln und zu schauen, was wir da denn für Sachen rausbekommen werden. Vielleicht kriegen wir ja auch mal einen Fünfer und da werden wir aber mal schauen, wie sich unser Glück so verhält und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Was ich noch vorher anmerken wollte ist, weil viele noch fragen, ob das Update jetzt schon draußen ist oder ob das auf ihren Server schon irgendwie aufgespielt worden ist. Ja, das Update ist draußen. Allerdings müsst ihr, um nicht dieses, sondern dieses Würfelspiel zu erhalten, müsst ihr ganz wichtig die Pets frei haben, die müsst ihr freigeschaltet haben und der Märchenturm, den müsst ihr auch freigeschaltet haben, ja. Das hatte ich, glaube ich, nicht ganz so krass hervorgehoben letztens. Diese beiden Sachen müssen freigeschaltet sein, damit ihr dieses Würfelspiel spielen könnt, ja. Ganz wichtig, ansonsten kommen da immer wieder noch die Fragen, ob das Update schon da ist oder nicht, weil viele Leute das Spiel nicht haben, so, aber sie haben halt die Sachen vielleicht noch nicht freigeschaltet und deswegen, ja, wichtig zu erwähnen, wir legen los, gucken mal, was wir so hier bekommen. Seelen kann ich nichts mit anfangen, ich gehe dann eher so der Strategie nach. Okay. Einmal Holz bekommen. Ich gehe der Strategie nach, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten, die man jetzt so in meiner Lage wählen kann auf diesen Account. Für mich sind am besten Kristalle, Sanduhren, Gold und ja, die drei Sachen sind somit am wichtigsten. Der Rest ist für mich eher irrelevant und deswegen brauche ich das nicht. Jetzt gibt es halt zwei Sachen so. Entweder legt man sich, wenn man zwei Sachen, so wie zum Beispiel hier das Holz schon bekommen hat, dann kann man sich das schon zurücklegen, so wie ich jetzt die Kristalle hier zurückgelegt habe, weil man ja schon zwei davon hat. So, dann ist die Chance natürlich hoch, dass man wenigstens etwas bekommt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das nicht benötige, dann würde ich das weglassen, dann ist die Chance aber sehr gering. Und ich bin aber trotzdem eher der Freund davon, die Sachen dann trotzdem mitzunehmen hier. Also wenn ich zwei Sachen beim ersten Wurf bekommen habe, dann lege ich die trotzdem zurück. Ja, einfach halt aus dem simplen Grund, weil es halt sehr unwahrscheinlich ist, dann drei gleiche Sachen nochmal beim zweiten Wurf auf einmal zu bekommen. Ja, Kristalle haben wir jetzt hier dreimal. 250, das ist noch nicht so viel wert, aber die Sachen, und das ist halt interessant, die Sachen, ich könnte jetzt auch hier das hier nehmen und wenn ich jetzt einmal noch werfe, dann bekomme ich entweder Steine oder Holz einmal, aber ich lasse es mal drauf anlegen, vielleicht bekomme ich noch zweimal Stein oder so. Mal gucken. Gar nichts. Ja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, komplett vergessen. Naja, gut, machen wir weiter. Seelen. Gut, bei Seelen ist das wirklich so eine Sache. Seelen brauche ich wirklich absolut gar nicht. Also wirklich so null. So, ich nehme mal hier die Sanduhren mit, weil Seelen, ja gut, da mache ich eine Ausnahme, die brauche ich wirklich absolut nicht so. Ja, stimmt, ich wollte sagen, bei den Kristallen oder bei allen anderen Sachen, die sind jetzt noch nicht so hoch, wenn man die jetzt dreimal gewürfelt hat. Also wenn man drei davon hat. So, das Ganze verfünffacht sich aber, wenn man den vierten und nochmal den fünften hat. Ja, also von jedem kann man dann, also gibt es eine feste Summe, die man dann bekommt nachher auf maximalen Standard. Und das wird dann pro Würfel dann immer verfünffacht, das ist ganz nice. So, zum Beispiel sind bei den Sanduhren, ist glaube ich der maximale Wert, wenn man 5 Stück hat, von den Würfeln 50. Bei Kristallen ist es, glaube ich, bekommt man 6250, waren das, glaube ich. Bei den anderen Sachen müsste ich jetzt lügen, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber so kann man sich das halt dann auch ausrechnen. So, wir nehmen mal hier das Gold. Und würfeln nochmal weiter. Ja, zumindest noch einmal bekommen. Ja, das ist natürlich ganz nice. Außer das Gold, das ist natürlich dann auch immer charakterabhängig. Also jetzt nicht von den bestimmten Ressourcen. Also sowas wie Sanduhren, die kann man ja jetzt nicht farmen. Ne? Also bekommt man da halt auch dementsprechend immer denselben festen Wert. Beim Gold ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich und bei den anderen Ressourcen natürlich auch. Ne? So,
Wir machen jetzt weiter auf dem nächsten Server, gucken mal hier. Ach, hier haben wir noch hier unseren Kalender, den wir noch abholen. So, und ich werde das auch so handhaben. Ich werde jetzt nicht jede... Ich muss mal überlegen, was nehme ich denn hier am besten? Sanduhren, Kristalle sind aber auch sehr viel wert, muss ich sagen. Aber Sanduhren lassen wir jetzt erstmal. Ich werde nicht jede Folge... Uff, das ist natürlich bitter. Ich werde jetzt nicht jede Folge auf meinem Account hier sechsmal in der Folge würfeln. Das brauchen wir sogar auf dem Account hier tatsächlich. Weil das geht dann doch ganz schön nachher in die Pilze, wenn ich jeden Tag hier 6-mal für Pilze würfeln würde. Ich mache dann immer so meine Free Choice, die ich habe. Wir haben echt Pech. Und ja, ab und zu mal vielleicht mal so eine Folge für zwischendurch, dass man mal hier so ein paar Würfe macht. Aber ansonsten, ja, werde ich immer so mal, so wie es halt kommt, so wie die Würfel gerade da sind, werde ich dann auch das mal in die Folge mit einbinden. Ich werde versuchen, so viel wie möglich damit immer zu bekommen oder euch zu zeigen. Allerdings, ja, ist es natürlich nicht immer möglich, euch alle meine Würfe zu zeigen, ist ganz klar, ne? Deswegen, Alter, wie der sich hier in der Ecke gescheppert ist, ey, krass. Dann haben wir mal Steine hier. Und ich denke mal, das ist ja auch relativ verständlich so und ja, ich sag mal, auf lange Sicht gesehen ist es jetzt auch nicht so spannend, so, ne? Gut, Kristalle sind hier natürlich mit am wertvollsten. Und dann gucken wir mal, vielleicht bekommen wir nochmal irgendwie hier... Ey, das gibt's nicht, aber wir haben hier zumindest 3-mal das Holz gewürfelt beim zweiten Wurf, auch sehr interessant. Holen wir uns ab, genug für heute, der Server wurde auch jetzt ausgemelkt. Ja, jetzt sind wir hier schon auf dem Free-to-Play-Account. Hier haben wir ja jetzt erstmal einen Wurf so frei. Hier nehmen wir auch die Sanduhren. Aber hier werden wir, ja, hier werden wir, so bitter es auch ist, werden wir hier auch jetzt Pilze investieren. Ja, auch wenn es auf dem Free-to-Play natürlich sich jetzt nicht so lohnt. Obwohl ich muss sagen, ja, doch, also 6 Mille auf dem Account macht sich schon sehr bemerkbar. Das hätte jetzt auf meinem anderen noch mehr gescheppert, weil das berechnet sich halt immer so nach nach euren Ressourcengebäuden hier so, ne? Mein Steinbruch ist ja jetzt erst auf 18, also von daher, ja, würde das nochmal ein bisschen mehr scheppern, wäre der voll ausgebaut. Aber ich sag mal, 6 Millionen Steine sind auch schon auf dem Level hier schon sehr schmackhaft. Ich muss sowieso sagen, das ganze Update ist für Free-to-Play-Spieler als auch für Leute, die reinpilzen, wirklich ein sehr, sehr gelungenes Update. Und vor allen Dingen, man muss dazu sagen, für Late-Game-Spieler ist das endlich mal eine Erweiterung, die wirklich, ja, für Late-Game-Spieler, also ich sag mal so, bisher kam ja immer so Updates, wo die High-End-Spieler nicht so viel von hatten, sag ich mal, ne? Aber jetzt werden die quasi dadurch belohnt, dass die halt jetzt schon im hohen Level sind, so, weil jetzt auch bezogen auf das Level-Up, was man durch den Kalender bekommt und so, das hat ja dann schon einen größeren Impact, sag ich mal, auf einen, der 1,5 Milliarden XP bekommt oder auf einen, der gerade mal Level 10 ist und nur, weiß ich, 3000, 4000 XP bekommt. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und auch wenn jeder im Level ein Level weiter voranschreitet, entfernen sich ja trotzdem die 1,5 Milliarden Erfahrung durch dieses Level abbekommen, natürlich trotzdem weiter zu den Leuten, die jetzt auf Level 10, 20 oder so sind im Vergleich so, ne? Klar, jeder macht einen Level Fortschritt, aber die da oben, die haben natürlich einen enormen Vorteil, weil die halt schon viel mehr profitieren von diesem Level-Up, als die so weit unten sind. So, ne? Und ja, ob das jetzt nun fair ist oder nicht, das sei mal jedem selbst überlassen, wie so seine Ansicht ist. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, weil sonst gibt es immer nicht viel, wo die Late-Game-Spieler, die schon lange dabei sind, so irgendwie großartige Vorteile haben und deswegen finde ich das persönlich, muss ich sagen, ja, weil ich ja auch mich selbst auch als einen bezeichne, das natürlich ganz nice. So, jetzt nochmal hier auf dem Krieger-Account nochmal ein letztes Mal und dann sind wir auch schon durch für heute. Da haben wir heute sehr viel gewürfelt. Das sieht gut aus. So, 3-mal.
Und wir würfeln nochmal. Vielleicht haben wir Glück und bekommen noch zweimal Steine. Das wäre natürlich nice. Allerdings scheppert das hier natürlich auf dem Account nicht so doll rein. Ja? Auf den anderen Accounts macht sich das natürlich deutlich mehr bemerkbar. Im Prinzip wäre es sogar sinnvoll, sag ich mal, hier die Sanduhren sich rauszupicken. Alter, nur verschiedene, nicht zwei gleiche mit dabei. Weil die Sanduhren sind ja ach nee, doch, hier ist Gold zweimal. Weil die Sanduhren sind ja im Endeffekt die Währung, die nicht von dem Level so betroffen sind. Also mein 156er Account, krass, mein 156er Account kann genauso viele Sanduhren halt bekommen wie mein 498er. So, ne? Deswegen, ja, ist es gar nicht mal so verkehrt, sag ich mal, auch auf den niedrigeren Accounts die Sanduhren zu farmen hier. Falls man natürlich die Möglichkeit hat. So, wir nehmen mal einfach mal spaßenshalber beides hier. Da ist die Chance vielleicht größer. Ja. Na klar ist die Chance größer. Ja. So, Kristalle nehmen wir hier. Und bekommen nochmal 2 Seelen. Gut. Jetzt sind wir tatsächlich schon durch auf jedem Account mit dem Würfeln für heute. Ja, das war's gewesen. Schade, leider kein. Wir haben einmal einen Vierer mit dabei gehabt, kein Fünfer. Aber ich hoffe mal, dass ich das nochmal eines Tages bekommen werde. So was dieses Glücksspiel angeht, war ich immer noch nie so der großartige Glückspilz gewesen. Ja, aber ich hoffe mal, ich kann euch das irgendwann mal zeigen. Ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Sowas kommt natürlich nicht so häufig vor, weil ich muss natürlich auch irgendwo zusehen, dass ich ein paar Pilze spare. Und auf lange Sicht gesehen, wenn ich jeden Tag hier 6 Pilze raushau, ist das auch ganz schön, oder 5 Pilze, ne? Man hat ja immer den Free Try jede Stunde, dann ist das auch ganz schön viel. Und deswegen, ja, so wie es kommt, werde ich es euch in den Folgen zeigen. Ansonsten werde ich es damit auch nicht übertreiben. Gut, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.